Hallo zusammen, ein Zuschauer hat mich auf einen kleinen Fehler hingewiesen, den ich nun korrigiert habe. Ich entschuldige mich dafür, es handelte sich um einen Textfehler, der jedoch von großer Bedeutung ist. Natürlich haben Enki und Enlil in verschiedenen Überlieferungen unterschiedliche Mütter. Laut den sumerischen Götterlisten ist Enki der Sohn von An und Ki. Jedoch wird in Mythen wie Enki und Namu und dem Atrahasis-Epos Namu explizit als seine Mutter genannt. Diesen Fakt hatte ich im letzten Video wohl nicht genug hervorgehoben und wurde daher missverstanden. Tauchen wir nun ein in die faszinierende Welt der sumerischen Mythologie und erkunden die einzigartige Beziehung zwischen Enki und Enlil. Sie sind zentrale Aspekte der sumerischen Mythologie und bilden einen wichtigen Bestandteil vieler mesopotamischer Erzählungen. Beide waren bedeutende Gottheiten im sumerischen Pantheon. Sie wurden als gleichwertige, aber auch sehr unterschiedliche Gottheiten betrachtet, die verschiedene Aspekte der Welt und der menschlichen Existenz repräsentieren. Als Brüder, die beide Söhne des Gottes Anu waren, schien eine problematische Beziehung zwischen Enki und Enlil beinahe vorherbestimmt zu sein. Enlil, als der ältere Bruder, wurde als Herrscher der Erde und der Luft betrachtet. Die sumerische Mythologie beschreibt Enlil und Enki als Brüder, es gibt jedoch unterschiedliche Darstellungen, wer der Ältere war. Enlil wurde als der älteste der Anunnaki-Götter und Herrscher des Universums betrachtet, nicht nur der Erde und Luft. Er war der Sohn von An dem Himmelsgott und Ki der Erdgöttin. In der frühen sumerischen Religion war er der Hauptgott. In der babylonischen Religion wurde seine Rolle durch den Machtaufstieg von Babylon und den lokalen Stadtgott Marduk ersetzt, der dessen Werke vollbrachte und auch seine 50 Ehrentitel übernahm. Diese Machtübernahme wird im berühmten babylonischen Schöpfungsmythos Enuma Elish erzählt. In der assyrischen Kultur wurde Enlil oft mit dem Hauptgott Assur gleichgesetzt. Entsprechend stand ihm die Gemahlin Ninlil zur Seite. Hauptattribut von Enlil ist die Hörnerkrone auf einem Thron. Dieses Symbol bezeichnet grundsätzlich die Göttlichkeit in der mesopotamischen Ikonographie und war, bis auf wenige Ausnahmen in der Spätzeit, den Göttern vorbehalten. Als Symbol für Enlil reichte es aus, nur die Hörnerkrone auf einem Thron darzustellen. Sein Hauptkultort und wichtigstes Zentrum der sumerischen Religion war der Tempelkomplex Ekur in Nippur. Enlil war wahrscheinlich von Anbeginn an der Schutzgott von Nippur. Als besondere Auszeichnung wurde Nippur auch mit dem Logogramm Enlil-Ki geschrieben, was Ort des Enlil bedeutet. Die anderen Götter reisten als reale Götterstelen einmal im Jahr nach Nippur, um den Segen Enlils zu erhalten. Diverse literarische Reisebeschreibungen dieser Götter auf ihrem Weg nach Nippur sind uns überliefert, zum Beispiel aus Otto Kaisers Buch Texte aus der Umwelt des Alten Testaments Band 2. Sein Bruder dagegen galt als Herr der Süßwasserquellen und Weisheit. Enki ist der Name des sumerischen Weisheitsgottes und Herrschers über den unteren Teil des kosmischen Süßwasserozeans, in dessen Innerem der Gott Enlil Luft und Erde erschuf. Enki gilt auch als Gott der Handwerker, der Künstler und der Magier. Zur Befriedung eines politischen Konflikts, der in der sumerischen Kultur ausbrach, war seine besondere Leistung die Herstellung des ersten Menschenpaares, das den Göttern künftig als Arbeitssklaven dienen sollte, wie es das Epos Atrahasis detailreich ausführt. Oft wird Enki dargestellt mit den Flüssen Euphrat und Tigris, die aus seinen Schultern entspringen und für die technische Umgestaltung der mesopotamischen Steppe Eden in eine fruchtbare Gartenlandschaft von zentraler Bedeutung sind. Ihn begleiten seine Symboltiere, wie der Ziegenfisch, manchmal auch nur eine Ziege oder nur ein Fisch, und die Schildkröte. Das Boot und ein Stab mit Widderkopf sind seine Utensilien. Laut den sumerischen Götterlisten ist Enki der Sohn von An und Ki. Jedoch wird in Mythen wie Enki und Namu und dem Atrahasis-Epos Namu explizit als seine Mutter genannt. Enki ist seit der frühsumerischen Zeit belegt und zeigt sich in verschiedenen Inschriften, die ihn als Süßwassergott und Gott der lebenspendenden Feuchtigkeit verehren. Sein Hauptheiligtum Eabzu befand sich in der Stadt Eridu und sicherte in früher Zeit die Vormachtstellung der Stadt.
Als einer der wichtigsten Götter im mesopotamischen Pantheon hatte Enki Tempel in vielen anderen Städten. Als der Einfluss Eridos sank, wurde auch sein Hauptheiligtum nach Uruk verlegt, was sich im Mythos Inanna und Enki niederschlägt. Bis zum Ende der altorientalischen Überlieferung bleibt Enki-Ea jedoch einer der Hauptgötter. Ihre unterschiedlichen Sphären der Herrschaft führten oft zu Konflikten zwischen ihnen, und in vielen sumerischen Mythen werden Enki und Enlil als gegensätzliche Kräfte dargestellt, die um Macht und Einfluss kämpfen. Die Geschichte vom Diebstahl der göttlichen Weisheit ist eine faszinierende Episode in der sumerischen Mythologie, die die Spannungen und unterschiedlichen Ansichten zwischen den Brüdern Enki und Enlil auf eindrucksvolle Weise illustriert. In dieser Erzählung wird Enki als ein Wesen von großer List und Cleverness dargestellt. Es wird berichtet, dass Enki die göttlichen Geheimnisse und die göttliche Weisheit gestohlen hat, die normalerweise den Göttern vorbehalten waren. Statt sie ausschließlich für die göttliche Sphäre zu behalten, entschied Enki, sie den Menschen zuzugestehen. Er überbrachte den Menschen das Wissen über die Geheimnisse der Götter, darunter auch Fähigkeiten wie Schreiben, Landwirtschaft und Medizin. Enlil, der ältere Bruder und Herrscher über die Erde und die Luft, betrachtete Enkis Handlung jedoch mit großer Missbilligung und Unmut. Er sah den Diebstahl der göttlichen Weisheit und deren Weitergabe an die Menschen als einen Akt der Rebellion und des Ungehorsams gegenüber den göttlichen Ordnungen. In Enlils Augen gefährdete dies das Gleichgewicht zwischen Göttern und Menschen und störte die Hierarchie der Schöpfung. Die unterschiedlichen Ansichten von Enki und Enlil über die Weitergabe der göttlichen Weisheit reflektieren ihre jeweiligen Charaktere und Verantwortlichkeiten im sumerischen Pantheon. Enki wird als fördernder und wohlgesinnter Gott gegenüber den Menschen überliefert, der bereit ist, sein Wissen und seine Fähigkeiten mit ihnen zu teilen, um ihr Leben zu verbessern. Enlil hingegen verkörpert die Autorität und Strenge. Er ist besorgt um die Bewahrung der göttlichen Ordnung und der Hierarchie. Diese Episode verdeutlicht nicht nur die Spannungen zwischen den Brüdern, sondern wirft auch grundlegende Fragen über die Beziehung zwischen Göttern und Menschen auf. Sie thematisiert den Konflikt zwischen dem göttlichen Willen und den menschlichen Bestrebungen sowie die Frage nach der Legitimität des menschlichen Zugangs zur göttlichen Weisheit. Trotz ihrer Rivalität in dieser Angelegenheit ist es wichtig anzumerken, dass Enki und Enlil auch Momente der Zusammenarbeit und Solidarität hatten, insbesondere in Zeiten von existenziellen Bedrohungen für die Menschheit und die göttliche Ordnung. Ein herausragendes Beispiel für ihre Zusammenarbeit ist die Geschichte der großen Flut, die sowohl in der sumerischen Mythologie als auch in anderen antiken Kulturen weltweit zu finden ist. Gemäß dieser Überlieferung beschloss der Rat der Götter, die Menschheit wegen ihrer Sünden durch eine große Flut zu vernichten. Enki, der sowohl die Göttlichkeit des Schutzes der Menschen als auch der Weisheit innehatte, beschloss jedoch, Ziusudra oder Atrahasis in der akkadischen Version, zu warnen und ihm Anweisungen zum Bau einer Arche zu geben, um das Überleben der Menschheit zu sichern. In dieser Geschichte zeigte sich eine unerwartete Zusammenarbeit zwischen Enki und Enlil. Enki half den Menschen, indem er sie warnte und ihnen Anweisungen gab, wie sie die drohende Flut überleben könnten. Gleichzeitig verzichtete Enlil darauf, die Anweisungen seines Bruders zu vereiteln, obwohl er als Träger der Schicksalstafeln die Macht hatte, über die Menschen und sogar über die anderen Götter zu herrschen. Obwohl Enlil zunächst gegen Enkis Handlung des Warnens und Beschützens der Menschen war, akzeptierte er letztendlich die Notwendigkeit der Arche, um das Überleben zumindest einiger Menschen zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit zwischen Enki und Enlil inmitten einer existenziellen Bedrohung für die Menschheit zeigt ihre Fähigkeit, persönliche Differenzen beiseite zu legen und gemeinsam zum Wohl der Welt zu handeln. Sie demonstriert, dass selbst in den komplexesten und schwierigsten Situationen Zusammenarbeit möglich ist, wenn es um das Überleben und das Wohl der gesamten Schöpfung geht. Die Geschichte der großen Flut ist ein lebendiges Beispiel für die Dynamik der Beziehung zwischen Enki und Enlil. Trotz ihrer Unterschiede konnten die beiden Götter gemeinsame Ziele verfolgen und die Menschheit vor der drohenden Katastrophe bewahren. Die komplexe Beziehung zwischen den beiden Brüdern prägt das sumerische Pantheon und spiegelt die menschliche Erfahrung von Konflikt,
Zusammenarbeit und dem ständigen Kampf um Macht und Weisheit wider. Sie verdeutlicht die Dualität und Spannungen, die in vielen mythologischen Traditionen zu finden sind, insbesondere zwischen Göttern mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Persönlichkeiten. Ich entschuldige mich nochmal für die Verwirrung des ersten Videos und bedanke mich für den Hinweis. Danke fürs Zusehen und Korrigieren, und falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Inhalte sehen möchtet, vergesst nicht, es zu liken und eure Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Bis zum nächsten Mal.